bin Nathan Berg. Nathan Berg aus der Trommelschule Beat-Etage hier in Berlin. Ja, und das hier ist mein Trommelreich. Ich unterrichte maßgeblich diese Instrumente hier. Djembes und Dunduns, das ist mein großes Steckenpferd. So, ich höre euch. Check. Check, check. 1, 2, 3, 4, Ja. 5, 6, 7. Schon mal richtig cool. Schön auch, dass du so barfuß hier arbeitest. Das passt richtig gut zu unserem... Ja, jetzt im Sommer, also ich meine ja. Aber es ist ein Ohne-Schuhe-Raum auf jeden Fall. Gleich um 6 startet ja der Kurs. Bringe ich schon mal ein paar runter hier. Du hast noch nie getrommelt oder doch schon mal so ein bisschen, ne? Eigentlich nicht, nee. Okay, okay. So, ich hole uns nochmal, da mache ich einfach hier die Runde einmal voll. Zack, vielleicht kannst du noch eine annehmen, Svenja. Klar. Die hier zum Beispiel. Achtung, das ist wirklich die schwerste aller. Die ist aber echt schön. Ja, die ist wunderschön. Gefleckte Die habe Ziege. ich 2019, kurz vor Covid, aus Guinea mitgebracht. Die letzte, die man noch rauskriegte aus dem Lande. Wieso die letzte? Was heißt das? Ja, also mit Covid haben sich komischerweise, wie auch irgendwie so ganz viel hier, so ganz viele Ordnungsamtgeschichten, haben sich irgendwie die ganzen Zölle und Zollgeschichten und was ein- und aus darf und so, hat sich total verändert. Ich weiß ehrlich gesagt nicht so genau, mit was das zu tun hat. Oder es war einfach zeitgleich, dass sie in dem Moment gecheckt haben, okay, wir müssen echt hardcorestens auf unsere Hölzer achten. Und die Hölzer dort werden nicht abgeholzt maßgeblich für Trommeln, sondern eigentlich für Möbel. Da liegt Guinea. Und dieses Grenzgebiet, so Mali, Guinea, ein bisschen Senegal, ein bisschen Elfenbeinküste, das ist sozusagen das Gebiet der Malinke oder Mandinka oder Maninka genannt. Und eigentlich, ne, Elfenbeinküste, das war halt alles mal Wald da, ne? Und ist alles kein Wald mehr. Die habe ich vor nicht allzu langer Zeit gespannt. Ja, die bräuchte eigentlich noch mal ein bisschen mehr Spannung. Aber vielleicht ist auch okay für jetzt. Oh, ja, viel schöner. Das ist ein Kalbsfell hier. Ein weißes Kalbsfell. Ganz was Seltenes. Furniert. Das heißt, es ist auf eine Breite tatsächlich geschnitten, der Breite nach. Ich bringe die Ringe ein bisschen runter und gebe dir noch mal so ein paar Millimeter Restspannung, weil also die sind beide relativ neu gemacht vor ein paar Wochen. Und die ziehen einfach nach dann. Also vor allem so ein Kalbsfell gibt immer noch mal ein bisschen mehr nach als eine Ziege. Ja. Und die Bänder sind jetzt eigentlich mehr oder weniger auf Spannung und mit so einem Hämmerchen gibst du denen dann noch mal so Millimeter vielleicht mehr, das nachkommt und hast nicht diese Nachspannarbeit hier mit den Bändern. Was sehr Emotionales. Also ich weiß noch, ich stand hier an der Sangbahn, an der mittleren, und wenn man Rechtshänder ist, spielt man die von hier. Das heißt, ich hatte die Dundenbar rechts von mir und hinter mir und diese Kombi hier aus den beiden, also da habe ich echt gemerkt, dass das klickt so zusammen. Das ist irgendwie so eine Interaktion. Also ich glaube, bei mir war es maßgeblich dieses Gemeinschaftliche. Das Bum, bim, bim, bum. Bum, bim, bim, bum, bim, bum. Ka, ka, bum, bim, bim. Dass zwei Leute mit zwei Händen, mit zwei Trommeln so interagieren, dass es groovt. Man kann das relativ schnell spielen und jeder, der hier ist, kann irgendwie nach 20, 30 Minuten hier kleine Melodien spielen zwischen den beiden. Für mich ist das Hauptmerkmal dieser Musik die Gemeinschaftsmethode eigentlich. Und deswegen macht es mir einfach Spaß, Gruppen anzuleiten. Also dann zieh die aufs Feld und hinter den Arbeitern mit den Spitzhacken laufen dann irgendwie 3, 4 Trommler her und bringen die Trommeln aufs Feld und setzen sich dahin und spielen für die 20, 30 Leute, die das Feld bearbeiten. Und singen noch lustige Sachen und die lachen sich kaputt und zwischendrin kommt mal jemand und tanzt kurz, eine kleine Tanzeinlage oder wenn sie sehen, okay, jetzt ist irgendwie bald schon die Sonne da, bald kommt Essen, dann spielen sie irgendwie einen bestimmten Song und sagen, hey Leute, in 20 Minuten müsste das Essen kommen und so. Es ist einfach schön. Und habe ganz viel Respekt davor, wie die Musik dort gemacht wird. Und ich glaube, was ich wirklich aus Guinea mitgenommen habe, ist die
die Gemeinschaftsaktion. Zusammen selbstgemachte Musik zu machen, die jetzt erstmal gar nicht so kompliziert ist und man kann sie relativ schnell eigentlich dann mit der Gruppe zustande bringen. Du kannst hier sitzen und kannst hier total deine Scheuklappen aufsetzen und dein Ding spielen, was auch erstmal gut ist. Genau wie du bei der Arbeit sitzen kannst, du kannst da irgendwie, keine Ahnung, machst Buchhaltung oder so und bist da voll in deiner Buchhaltung und kriegst aber nicht mit, was mit den anderen ist. Kriegst nicht mit, dass jemand einen Antrag falsch geschrieben hat oder jemand was beantragen will oder so. Oder du kriegst hier nicht mit, dass die Djembe ein Solo spielt und muss darauf horchen, wann das Ende des Solos ist. Dann spielt man hier so eine bestimmte Phase, die nennt sich Echauffement, also Anheizung, Verdichtung. Gibt immer mal wieder Leute, die spielen hier voll akkurat, bleiben hier voll drin, aber kriegen die Kombi nicht mit. Ja? So diese Lebensaufgabe, bleib bei dir, ne? Also so bleib individuell, aber auch gleichzeitig das Bedürfnis nach Verbindung, das wird dir halt total klar, so, das liebe ich. Und dann gibt es irgendwann richtig kleine Späße, dann macht die Sangban, die mittlere, auf einmal irgendwie Gang, Gang, Gang und ich hab's gehört und mache mit Gung, Gung, Gung mit einer Antwort und dann gucken sich beide an und so, ja, da sind wir. So kann man wie so kleine Späße machen, weil man anfängt, eine Sprache zu sprechen. Also in Guinea, wo die Trommeln maßgeblich herkommen, starten die Leute als Kinder hier an der Kenkeni. Und hier wird tatsächlich eigentlich ohne Glocke gespielt, traditionell, mit einer Hand, rechts oder links, je nachdem, was für eine Rechts- oder Linkshänderin ist. Und in den meisten Fällen spielt die Kenkeni, also die Kleine, irgendwie sowas, ja, das heißt einfach nur Beat und hört ganz viel zu, weil diesen Beat, den kriegt man irgendwie immer irgendwie hin. Und dann kann man den Melodien zuhören und kann gucken, okay, die spielt Bass, Ton, Ton, Slap, Bass, Ton, Ton, die Slap, Gang, Gadang, Gudu, Gang, Gadang, die Bum, 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 Bam, Bam, Bum, Bum. Und dann kann man den ganzen Melodien zuhören. Ja, willst du mal versuchen? Einfach nur mit einer Hand, einfach nur Beat. Gang, 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 Also so ein Doppelten Gang, oder einfach nur Gang, so? Gang, genau, Gang, super, genau. Hast es direkt hingekriegt, locker halten, damit er gleich wieder zurückbounced, sozusagen. Gang, Gang, Gang und Gang und Gang. Super. 1, 2, 3 und stopp. Ja, wunderbar. Wurde unkonzentriert auf jeden Fall. Genau, genau. Das ist dann auch wieder so eine Balance. Es gibt immer wieder diese Balancen zwischen Fokus, aber wenn du dich zu doll fokussierst, was du hier eigentlich motorisch machst, dann kommt man auch wieder raus. Ja. Aber wenn du zu sehr irgendwie abdriftest, dann bist du auch nicht dabei, ja, diese Balance. Ja. Jetzt versuch mal mit der anderen Hand. Ich weiß nicht, inwiefern du auch schon so ein bisschen links-rechts geschult bist. Dann ist er nicht so laut. Genau. Ja. Die rechte ist frei. Ja, kannst du einfach mal so ein bisschen bewegen, die rechte, dass die mal locker wird. Genau. Weiter bleiben. Ja, super. Und jetzt nimmst du jeden zweiten von deiner linken Hand, also jeden zweiten von der Glocke und haust aufs Fell. Komm mal an die mittlere hier einmal. Lass die Sticks einfach da liegen. Die mittlere heißt Sangban, genau die da. Die hast du eben gesehen. Ich stehe hier so, ja, ich kann sie da auch noch so ein ganz klein bisschen drehen, so. Dann siehst du mich ein bisschen mehr. Komm mal hierher, schnapp dir Stock und Stöckchen. Versuch mal das. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bam, bam. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jetzt habe ich den mathematischen Zugang gewählt mit Zählen. Nee, versuch mal nicht den mathematischen Zugang, sondern versuch mal. Ich spiele was. Ja. Hör erst mal kurz zu. Ich mache 2. Ich habe 2 Schläge immer auf dem Fell, ne? Und dann habe ich 2 Pause auf der Glocke. Ja, hörst du? Ja, ich mache bum bum da da, bum bum da da, bum bum da da. Okay, und du versuchst jetzt, dir eine Pause von meinem Fell rauszusuchen und zu antworten. Bum, bum, bam, bam, bum, bum. Und jetzt geht's Pause. Bum, bum, bam, bam, bum, bum. Das heißt, war da bum, 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 bum,
Pause, Pause. Bum, bum, bam, bam, bum, bum. Pause. Bum, bum, bam, bam, bum, bum. Genau, super, das ist es. Ja, ein einfaches Hin und Her. Ja, super. Sehr schön, genau. Wunderbar, ganz genau. Ich hätte es dir jetzt auch mathematisch erklären können, wie viele Schläge sind das jetzt genau, bis du reagierst. Aber ich mag eher die Interaktionsversion. Nee, das war auch einfacher so. Dann, Ja. Ja, jetzt musst du quasi und dann so, ja, so jetzt, ja, das war schon besser. Die Sprache, ne, das können wir, unser Sprachkortex ist ausgebildet, seitdem wir eigentlich so mehr oder weniger geboren sind und wird dann auch immer weiter ausgebildet. Und das Trommeln lernen die meisten dann erst, wenn sie hier sitzen. Und man kann das Mitsprechen sehr gut nutzen, um dann irgendwie es auf die Hände zu übertragen. Also das kann ich immer sehr empfehlen, mitzusprechen. Ja. Und du versuchst, eine Pause von meinen Feldschlägen zu erwischen, um da deine 2 reinzusetzen. Und dann in der anderen Feldpause von mir machst du wieder die Pause mit der rechten Hand. Aber die linke Hand an der Glocke sollte, wenn es geht, durchlaufen. Ja, direkt. Genau, das ist es. Ja. Genau. Das ist schon ganz schön anspruchsvoll. Ne? Also jetzt hast du gemerkt, linke Hand läuft durch, das heißt, da ist eine Motorik. Ja, auf jeden Fall. Dann hast du schon aufmachen können und mich hinter dir hören können hier. Ja? Sonst hättest du ja nicht reagieren können auf meine 2. Das heißt, das Gehör ist schon genug ausgebildet, dass du da wirklich auch, okay, da bin ich, da bist du. Ja, also die maßgebliche Melodie kommt hier von den beiden. Also man sagt, in dieser Musik, Dunumba und Sangban unterhalten sich. Und die Kenkeni ist Zeuge dieser Unterhaltung. Kenkeni oder Kensedeni wird auch teilweise übersetzt als der kleine Zeuge. Und die Djembes sind dann eigentlich so die Sahne im Kaffee. Das eine ist der Rhythmus, den man natürlich tanzen kann. Und sobald dann aber eine Djembe mit dazukommt und macht zum Beispiel ja, dann sind alle sofort so, wow, okay, alles klar. Und dann ist halt der große Spaß, dass du nicht nur zu dem Rhythmus tanzt, sondern dass du auch in Interaktion mit der Djembe gehst. Das heißt, keine Ahnung, es kommt jemand rein, macht irgendwie so einen Move, ja, zack, zack und mit den Armen oder springt und dann würde sie die Djembe sofort jeden Sprung mit bra, bra, bra. Oder jemand geht rein und macht irgendwie mit den Füßen etwas Schnelles, dann macht die Djembe irgendwas Verrücktes, ja. Und die Tänzerin, der Tänzer merkt sofort, wow, cool. Ab an die Djembes. Okay, und genau, dann haben wir die Glocken am Fuß. Dann könnten wir jetzt so machen, irgendwie, ja. Finde ich immer ein bisschen schwierig, weil du siehst, die Knie bewegen sich und wenn man dann so im Eifer des Gefechts, dann muss man diese doll festhalten. Deswegen finde ich es tatsächlich sehr schön, sich hier so ein kleines Bändchen drum zu machen. Dann hast du einfach wesentlich lockerere Beine. Einfach dadurch irgendwo. Also im besten Fall ist es so weit weg, dass man mit einem ganz entspannten Arm, ohne dass man sich nach vorne lehnen muss oder den zu weit ausstrecken muss, hier in die Mitte kommt. Genau, hier ist der Bass. Deswegen ist einfach immer gut, zum Trommeln von Anfang an zu gucken, kriege ich das hin, irgendwie in meinem Körper. Man könnte auch rein theoretisch so machen, so den Kopfnicker machen oder wie auch immer. Ich finde es dann mit den Glocken gut, dass man den Beat dabei hat, ja? Das Basis-ABC. Unser kleinster gemeinsamer Nenner. Darunter sitzt noch ein kleinerer gemeinsamer Nenner, den muss man aber erstmal nicht zu ernst nehmen, aber ich zeige es dir mal. Das ist die Pulsation. Wenn wir jetzt binär spielen, auf 2 Pulsen beruhen, dann 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, gada, 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 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Okay. Wir machen ja heute quasi nur so Kostproben, ne? Das wäre wirklich so die große Übung für Rhythmusgefühl. Ja, also ich habe immer mal wieder Leute hier, die sagen so, oh, ich habe keinen Bock, irgendwie Füße und Pulsationen, Nathan, lass mich in Ruhe, ich will nicht im Kopf, ich will das spüren. Ja, okay, spür das. Wenn du einen anderen Weg hast, spür das. Aber meine Erfahrung nach wird es ganz schwer, ein Rhythmusgefühl, das heißt auch ein Gefühl für, wo sind die guten Stellen, wie bleibe ich da drin, so Mikro-Timing, dass man wirklich so
auf den Punkt irgendwas spielen kann. Und dass da nicht so schwammig drumherum ist, dass man nicht nuschelt, sondern dass man klar spricht. Ja? Quasi die Logopädie des Trommelns. Pulsation. Wenn du die irgendwie intus hast und dazu den Beat hast, weil das ist unsere Matrix. Auf dieser Matrix bewegt sich der komplette Rhythmus. Also das zum Beispiel, was wir jetzt gerade machen, das ist häufig das, was ich mit den Leuten auch bei einer Session trommle. Ja? Wirklich Pulsation. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Ja? Das ist die meistgespielte Version von Binär. Und was ist dann wohl Ternär, was glaubst du? Das heißt auf jeden Fall 3. Ternär heißt auf 3 beruhend. Wenn es Ternär ist, das ist jetzt vielleicht spannend für dich, weil du bist ja Linkshänderin, jetzt gibt es nicht mehr eine Hand, die den Schwerpunkt hat, oder ein Fuß beim Tanzen, der einen Schwerpunkt hat, weil es beruht nicht mehr auf 4, sondern auf 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Und wenn man weiterhin in der Pulsation bleibt und rechts und links abwechselt, dann wechseln auf einmal die Hände auf dem Schwerpunkt. Versuch mal einfach ganz intuitiv, rechts und links laufen weiter und du schlägst einmal rechts in die Mitte. Ja, jetzt wird's ein bisschen kompliziert. Du kannst es wirklich rein von hier und sagen, ich will das jetzt lernen. Ja, dann musst du üben. Du kannst aber einfach hier regelmäßig hinkommen und sagen, ja, ich nehme mal was mit, da kommt was da aufgeschrieben ist. Ja. Hier am Anfang dieser Balken sind die Beats, das ist binär hier. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Und das Ganze, was hier steht, bewegt sich innerhalb dieser Pulse. Ja? Wenn ich hier den Beat klopfe, dann spielt hier diese Phrase ba 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 ba. Ja? Diesen Basisrhythmus. Ja? Du kannst schon sehen, dass meine Hände darunter immer noch die Pulsation spielen. Ja? Ich lasse die jetzt aber mal weg, um es einfach zu halten. Okay, was mache ich hier? Ich mache 4 Schläge. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Das sind nicht mehr die Pulse, ja? Sondern ich bewege mich auf den Pulsen. Ich spiele einen Bass, den hast du schon eben gemacht. Ganz einfach, ganz genau. Ja? Da ist keine spezielle Technik. Wichtig nur, dass du nicht patscht, sonst erschütterst du das Fell nicht genug. Handfläche. Genau. Ja, gerade Hand, genau. Dann am Rand gibt es 2 Randschläge, 2 Basistechniken. Das eine ist auch eine gerade Hand, wie beim Bass. Eine gerade Hand. Das heißt, wenn man von der Seite guckt, kommen die Finger gleichzeitig aufs Fell auf, genau bis zu den Gelenken, und kommen wieder hoch. Der Daumen geht übrigens dran vorbei. Genau. Es gibt auch Leute, die die Daumen weiter draufhalten, aber kann ich nicht empfehlen. Das ist ein bisschen hart für die Daumen. Ja, das merkt man auch. Daumengelenke, genau. Ja. Das ist das Große, der große Unterschied zwischen Ton und Slap. Also wir machen gerade den Ton. Die gerade Hand. Ja. Genau. Auf fast allen Trommeln der Welt kann man diese Technik anwenden, den Ton. Und wenn du jetzt aber die Hand so ein bisschen anwinkelst und jetzt das Gleiche machst und aber hier eine Art von Spannung hältst, dann in Zeitlupe gesehen kommst du erst hier drauf und dann peitschen die Finger hinterher. Das ist dann der Slap. Jetzt versuch mal 4 davon, und dann Slaps. Ne, 5 sind. 1, 2, 3, 4, 5 und 1, 2, 3, 4, 5. Und wenn man dann wirklich advanced ist und man hat Hornhäute, dann kann man natürlich auch nochmal ganz verschiedene Slaps machen. Du kannst auch einen machen, wo du das Fell blockierst. Ja, wird ganz selten gemacht an der Djembe, ist dann eher andere Trommeln. Oder die Version. Ja, oder die Version. Ja. Aber maßgeblich an der Djembe eigentlich werden Ton und Slap gespielt. Und Bass immer mal wieder, um die Hand abzusetzen. Sobald die spielen und die spielen, also wenn traditionell gespielt wird, sind die immer mit dabei, dann ist der Bass eigentlich nur zum Handablegen. So. Also ich würde es tatsächlich bei dem jetzt schon belassen. Natürlich könnte ich dir jetzt noch andere Basisrhythmen, andere Klaven, andere Begleitstimmen zeigen. Aber du merkst, allein damit schon ist man schon erstmal ganz gut beschäftigt, dem im Loop richtig zu spielen. Ja? Und dann haben sich über die Jahrhunderte, über die Jahrtausende Klaven, also bestimmte Rhythmusschlüssel entwickelt, die genau
zueinander sehr schön passen und miteinander grooven. Also deine Begleitstimme zum Beispiel, die mit dem Bass, Ton, Ton, Slap, Bass, Ton, Ton, Slap, passt sehr gut zu. Slap, 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 Ton, Ton, Slap, 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 Ton, Ton, Slap, 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 Ton, Ton, Slap, Slap, Slap. Und die beiden überschneiden sich an manchen Stellen und spielen an der gleichen Stelle. Und das sind dann auch wichtige Stellen, die dann betont werden. Die sind von der Pulsationsstelle her wichtig und sind total wichtig, wenn die betont werden, gibt es Groove. Ja? Das ist übrigens ganz häufig über den Beat hinweg das, was ich spreche. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. 3 über 2 gibt es im binären wie im ternären. Ist dann wahrscheinlich jetzt gerade ein bisschen zu weit gegriffen. Aber das erzeugt Groove, das erzeugt Funky. Ja? Immer wenn du irgendwie Funkmusik hörst, Soulmusik hörst, wenn etwas tanzbar ist in den meisten Fällen der Bassist oder irgendwo ein Instrument dabei, das dieses 3 über 2 betont. Danke euch. Wie geht's den Fingern? Eigentlich ganz gut. Ja? Also, okay, nichts blau geworden? Nein, ich habe relativ robuste Hände. Da du das Video bis hierhin angesehen hast, bist du bereit, einen Daumen nach oben zu geben. Und vergiss nicht, unseren Kanal zu abonnieren, wie man macht auf YouTube und Telegram.